In diesem Video zeige ich dir 9 digitale Produkte, mit denen du Geld im Internet verdienen kannst. Ja, was ist ein digitales Produkt? Erstmal was Tolles, ne? Du erstellst es einmal, wahrscheinlich mit viel Zeitaufwand, so wie Videokurse zum Beispiel, und du profitierst davon, ja, sehr lange, ne? Also wir haben zum Beispiel heute noch Kurse bei Udemy drin, die zu unserer eigenen Verwunderung immer wieder verkauft werden. Schöne Sache, ne? Also wir haben vor einigen Jahren mal diese Arbeit investiert, das da reingesteckt, diese Arbeit, und können immer noch davon profitieren. Digitale Produkte sind sozusagen hands-off, ja? Also du hast es einmal erstellt, du lädst es auf eine Plattform, du verkaufst es und das Schöne ist, du musst nichts mehr machen. Ja? Vielleicht braucht der Kunde einen Support, das heißt, wenn er mal eine Frage hat, dann beantwortest du ihn natürlich. Aber ansonsten musst du dich um nichts kümmern und das Geld kommt rein. Ja, eigentlich perfekte Geschäftsmodell, oder? Es ist nicht so, dass du von jetzt auf gleich damit Hunderttausende verdienst. Leider nein, muss ich dir leider diese Möglichkeit schon mal einfach im Keim ersticken. Es tut mir leid, es wird so viel im Internet darüber gesprochen, dass jeder mit digitalen Produkten Tausende von Euros jeden Monat verdienen. Das ist harte Arbeit. Und das passiert nicht über Nacht. Und das passiert nicht, wenn du 5 Produkte erstellst. Das passiert, wenn du kontinuierlich neue Produkte in deinem Bereich entwickelst. Wenn du zum Beispiel Grafikdesigner bist und dich entschieden hast, ein digitaler Designer zu sein, der wiederum digitale Produkte erstellt, dann hast du eine Menge Möglichkeiten. Und ich zeige dir jetzt mal am Rechner, welche Möglichkeiten du da hast und was du da verkaufen kannst. Ich bin hier einmal auf Etsy und mein erster Vorschlag sind Einladungskarten. Einladungskarten braucht man immer. Oder Glückwunschkarten braucht man immer. Das ganze Jahr über, ne? Wenn wir uns mal überlegen, Geburtstage, es gibt Einweihungspartys, es gibt Geburten, es gibt andere Partys, Weihnachtspartys sozusagen, oder es gibt auch Gartenpartys, egal ist. Also man braucht immer Einladungskarten oder Glückwunschkarten. Die könntest du erstellen. Ja? Dann nimmst du einfach Photoshop oder Canva oder was auch immer für ein Programm und erstellst deine Einladungskarte und lädst sie auf Etsy zum Beispiel hoch und verkaufst sie dort als digitalen Download. Der Kunde lädt sich das runter, fügt seinen Namen hinzu, seine eigenen Informationen oder druckt es sich aus und trägt das dann einfach ein. Und schon hat er eine schöne Einladungskarte und vor allen Dingen so viele er mag. Also er bezahlt auch nur einmal und kann die Einladungskarte aber auch 20 Mal oder 100 Mal ausdrucken, wenn er eine große Party feiern möchte. Ja? Deswegen ist das auch für ihn von Vorteil. Und du siehst hier, die werden so zwischen 1 Euro und aber auch 6, 7 Euro verkauft. Es ist wahrscheinlich davon abhängig, wie individuell deine Karte auch ist, wie viel Anklang sie findet. Ne? Wenn wir jetzt einmal hier auf diese Karte gehen, dann kann ich mal schauen. Die Dame oder der Herr Little Boo Designs hat 10.274 Verkäufe. Ja, das ist doch schon mal was. Ne? Und das sind auch noch 6,55 Pfund. Also auch noch mal ein bisschen mehr, dennoch eine sehr schöne Karte und könnte man sich doch wirklich überlegen, ob man nicht so eine Karte kauft und damit seine Feier ausstattet. Ja? Also, zweitens, Kunstdrucke. Auch das ist recht einfach zu erstellen, wenn du gerne malst oder wenn du gerne Grafiken erstellst. Dann tu das am Computer oder malen halt einfach mit Acryl, mit Aquarellfarbe, mit was auch immer du möchtest. Mal das, fotografier es, lad es auf den Computer und lass andere den Rest machen. Und da wird es nämlich richtig schön. Man kann nämlich diese Print-on-Demand-Companies nutzen. Das ist zum Beispiel Society6 oder Redbubble zum Beispiel, sind 2. Die haben Produkte. Und diese Produkte werden von dir sozusagen personalisiert. Heißt, du lädst deinen Druck, dein Bild hoch und das Ganze wird auf ein Poster aufgebracht oder auf eine Leinwand oder was auch immer der Kunde bestellt und dann so verkauft. Du hast nichts damit zu tun. Also du lädst das Design hoch und das Geschäft macht den Rest. Ja? Also die drucken, die
verschicken, die helfen auch beim Kundensuchen. Also das ist völlig hands-off, du lädst nur hoch und wartest im Prinzip darauf, dass es verkauft wird. Gut ist natürlich immer, wenn du selbst ein wenig Werbung machst, ne? Das gilt aber für alle digitalen Produkte hier. Einfach nur hochladen und warten, ja, da kann sein, dass du dann bis zum St. Nimmerleinstag wartest, weil du ja noch nicht bekannt bist auf der Plattform. Wenn du dagegen da schon einige Jahre verkaufst und wenn du ja schon einen Namen hast, ja, dann wirst du natürlich auch ohne deinen Zutun verkaufen. Aber am Anfang wird das ein bisschen brauchen, du musst ein bisschen bekannt werden. Aber du kannst ja Plattformen wie Instagram oder Pinterest oder sonst irgendwas nutzen, um deine Designs zu zeigen und um auch zu sagen, hier und da werden die verkauft. Ne? Und es ist egal, ob das natürlich Einladungskarten sind oder Kunstdrucke oder was auch immer. Das war Nummer 2. Jetzt kommt Nummer 3. Nummer 3 sind Plotter-Dateien. Ja, wenn du dich jetzt fragst, was Plotter-Dateien sind, ist das wahrscheinlich nichts für dich. Wann immer du einen Druck hier auf einem T-Shirt siehst, ist das zum Beispiel wahrscheinlich von einer Plotter-Datei gemacht. Das heißt, die Datei ist meistens ein SVG-File, wird im Grafikprogramm geladen, beziehungsweise in dem Programm des Hobbyplotters geladen, wird dort getraced und geschnitten. Das heißt, wird ausgedruckt oder auch nicht, sondern nur geschnitten auf einer Plotterfolie. Und diese Folie wird dann auf das T-Shirt gebügelt und schon hat man ja, ein schönes T-Shirt. Ne? Also man erreicht das im Prinzip dann nicht wie bei Print on Demand, dass das T-Shirt direkt zu dem Kunden kommt, sondern man verkauft ihm die Datei, sodass er sich ganz viele T-Shirts mit dieser Datei machen kann. Sinnvoll? Ja, eigentlich schon. Man muss das ja nicht nur auf ein T-Shirt machen. Ne? Man kann das auch im Prinzip auf eine Tasche machen oder sonst wo. Also diese Plotter-Datei ist vielfältig verwendbar und deswegen, ja, kann gut sein, dass die auch gut verkauft wird. Ja? Deswegen eine gute Idee, Plotter-Dateien werden verkauft. Nummer 4. Da habe ich jetzt mal einmal Society6 aufgemacht, was ich gerade schon erzählte. Wenn du Kunst erstellst, also Kunst malst, also wenn du etwas malst und dann hochlädst, das ist genau das, worum es hier geht. Also ich suche mir jetzt mal ein Produkt raus, Dekokisten zum Beispiel. Du erstellst ein Design. In dem Fall hier ist es zum Beispiel ja, wahrscheinlich ein Aquarellbild. Ne? Das wird hochgeladen und auf ein Kissen gemacht. Ja? Also die Society6 wird das erst drucken, wenn der Kunde das in Auftrag gibt. Vorher wird das gar nicht erstellt. Ne? Das ist alles per Mockup gemacht, das heißt, es ist alles digital gemacht. Du lädst das Design hoch, das wird automatisch auf dieses Kissen gepackt und dann kann der Kunde hingehen und kann sich hier auswählen, welches für ein Kissen er haben möchte. Ein kleineres oder etwas größeres oder manchmal gibt es auch verschiedene Farben, je nach Produkt. Und dann kann er das bestellen. Ganz individuell, ganz personalisiert. Es gibt auch Bettwäsche zum Beispiel. Ich klicke mal einmal hier drauf, damit du sehen kannst. Und auch hier wieder. Es ist einfach, in Anführungsstrichen, ein Design. Und dieses Design wird auf die Bettwäsche gedruckt. Ganz, ganz individuelle Sache, ne? Eine ganz tolle Sache. Natürlich ist das nicht ganz günstig. Aber das erwarten wir ja auch eigentlich gar nicht, oder? Wenn wir etwas drucken lassen, extra für uns, was nicht so viele Menschen haben, dass das dann etwas teurer ist, ist ja eigentlich logisch, ne? Wenn wir jetzt hier mal weitergehen, Haushaltswaren, Kollektionen, Dekoobjekte, Wandbehänge, was auch immer. Es gibt hier eine Menge Sachen, Kunstdrucke, da gehen wir nochmal drauf, weil ich das eben erzählt habe. Und auch hier, ne, ist etwas Gemaltes, wird hier hochgeladen, als Kunstdruck angeboten und du kannst dann natürlich hier zuschlagen und dir etwas ganz Individuelles für deine Wohnung kaufen, beziehungsweise deinen Kunden kaufen lassen, wenn er deine Designs drucken lässt. Okay. Nummer 5. Jetzt bin ich einmal bei Creative Market und habe da mal Muster eingegeben. Oder in dem Fall Englisch Pattern. Muster sind auch ein schönes digitales Produkt, was du kaufen kannst. Es ist ein Set verschiedener Dateien, die der Kunde kaufen kann und woraus er dann zum Beispiel ja, etwas erstellen kann. Ne? Also er verändert die Datei oder wie auch immer und lädt dann zum Beispiel bei Society6 hoch und lässt davon dann ein Kissen drucken, wenn er das mit kommerziellen Rechten gekauft hat. Immer in dem vorausgesetzt natürlich. Aber damit kann der Kunde arbeiten, damit kann er weiterarbeiten. Man kann damit auch einfach Scrapbooking betreiben, ist völlig egal. Also für den Kunden. Für dich wäre das, du erstellst ein Muster, ein
Muster, das randlos ist, ja, das einfach immer wieder aneinandergesetzt werden kann und somit beliebig groß gemacht werden kann. Und damit können dann eben auch Bettwäsche, Kissen oder T-Shirts oder Taschen oder was auch immer gedruckt werden. Ja. Dafür sind diese randlosen Muster bestens geeignet. Nummer 6. Clipart. Clipart habe ich jetzt auch mal bei Creative Market eingegeben, kannst du aber auch bei Etsy eingeben. Clipart ist einfach eine Kollektion verschiedener Elemente oder vielleicht kleiner Grafiken, die gemalt oder am Computer erstellt wurden. Vielleicht Blumen oder kleine Tiere oder egal was, ja, die einfach weiterverwendet werden können für andere Designer zum Beispiel, ja, die daraus dann wiederum Einladungskarten erstellen. Ne? Also, ich gehe jetzt mal hier auf eins drauf. Irgendetwas, was ich dafür vielleicht eignen könnte. Also ich habe hier ein Cute Kids Bundle und da sind 3900 Cliparts drin. Das ist ja eine enorme Menge. Ne? Im Prinzip kannst du dein komplettes Business nur auf diesem Produkt aufbauen. Wenn du jetzt zum Beispiel Einladungskarten für Kinder verkaufst oder Geburtskarten. Würde ich jetzt die kommerzielle Lizenz kaufen, die kostet mich $26. Und dann kann ich damit so viele Einladungskarten erstellen und verkaufen, wie ich möchte. Ja, das ist natürlich eine klasse Sache. Ne? Es darf natürlich nicht alles gleich aussehen. Man muss schon etwas Individuelles machen. Aber vom Prinzip her funktioniert das genauso. Dieses Produkt kann man verkaufen und das wird wahrscheinlich nicht einmal verkauft, sondern hunderte oder tausende Male. Ja? Also für den Designer, der das erstellt hat, ist das natürlich auch sehr interessant. Selbst wenn er seine Rechte weitergibt. Ne? Dass wenn er sagt, okay, du kannst auch aus dem Produkt etwas erstellen, was du wiederum verkaufen kannst. Ne? Dennoch ist das für ihn wertvoll, weil er hat das einmal erstellt und es ist zeitlos. Es wird wahrscheinlich auch in 10 Jahren noch verkauft werden können. Ne? Das ist auch ein tolles und lohnenswertes digitales Produkt. Nummer 7. Skillshare. Skillshare ist ein Ort, an dem man Online-Kurse verkaufen kann. Vor allen Dingen für Designer, Grafikdesigner, Illustratoren, selbst für Marketer ist das interessant. Ja? Es gibt alle möglichen Kurse dort, die der Kunde kaufen kann. Also er kauft nicht den einzelnen Kurs, sondern er kauft ein Jahresabo oder ein Monatsabo und kann sich dann so viele Kurse angucken, wie er möchte. Du wirst bezahlt nach den Watch-Minuten. Das heißt, wenn dein Kurs vermehrt geguckt wird, dann wirst du pro Minute bezahlt und das sind so meistens 5, 6, 7 Cent pro Minute und die bekommst du dann eben ausgezahlt. Völlig passiv, hands-off. Du kannst einfach einen Kurs erstellen, aber du erstellst einen Kurs, der braucht auch nur so 20 Minuten haben, das reicht schon auf Skillshare, wo etwas gelehrt wird. Wenn du zum Beispiel gerne mit Wasserfarben malst, zeig die verschiedenen Techniken, die es beim Wassermalfarben gibt oder zeig einfach, wie du ein Blatt malst oder einen Teddybär, egal. Das ist ein kleiner Kurs, den kannst du da hochladen und der kann dir für immer Geld verdienen, weil auch der ist zeitlos. Ja, du hast es schon erahnt. Ne? Nummer 8. Digitale Planer. Wenn du dich jetzt fragst, was ein digitaler Planer ist das völlig verständlich. Also, digitale Planer sind wahrscheinlich noch nicht so bekannt. Das ist nichts anderes als ein Planer, der auf deinem iPad lebt, wo du selber etwas mit dem Stift reinschreiben kannst. Das geht natürlich nicht nur auf Apples iPad, das geht auch ganz normal auf jedem anderen Tablet. Es gibt eine Software, die heißt GoodNotes. Es gibt aber auch noch andere Software. Da lädt man diesen Planer, der aus einem PDF besteht, rein und der hat Links. Das heißt, man kann von einer Seite auf die andere springen und somit hat man 365 Tage da drin und kann so alles in seinen Planer eintragen. Sehr schön, weil der Planer ist immerwährend. Das heißt, die Leute müssen nicht jedes Jahr einen neuen kaufen, die können einfach duplizieren und dann ist er wieder da. Zumindest wenn er undatiert ist. Ne? Aber vielleicht solltest du undatierte Planer anbieten. Nummer 9. Lightroom Presets habe ich hier noch. Weil sie werden verkauft. Ne? Also, wenn du dich gerne mit Fotografie beschäftigst, dann weißt du, dass du eigentlich immer dein Bild in irgendeiner Art und Weise nachbearbeitest. Und viele machen das eben mit den sogenannten Presets, Lightroom Presets, weil Lightroom ist ja ein Programm, was eigentlich von fast jedem für die Bildbearbeitung benutzt wird.
Und mit diesen Presets kann man halt bestimmte Stimmungen auf ein Bild geben. Problemchen hier ist, dass nicht jeder Preset auf jedes Bild passt. Und naja gut, da sollte man ein bisschen vorsichtig sein, aber versuche es, probier es aus, bevor du sie verkaufst. Und ja, da gibt es durchaus schöne Ergebnisse. Ne? Ich gehe jetzt hier einmal einfach auf Earthy Tones und du siehst schon anhand der Verkäufe, ja, 68.000 Verkäufe, diese Sachen werden rasend verkauft. Ne? Man zeigt eben vorher und nachher, dass sich das Bild so schön verändert. Also ja, warum nicht? Ne? Warum soll man nicht für 3 Euro, 2, 3 Euro Presets kaufen, die man immer wieder benutzen kann, ja? Also, wieder eine ganz tolle Sache und auch komplett hands-off. Brauchst du dich nie wieder darum kümmern. Du erstellst deine Presets, du lädst die hoch, du verkaufst sie und hast nichts mehr damit zu tun. Das waren jetzt einmal 9 digitale Produkte, die du alle anbieten kannst. Besser, aber du bietest eigentlich nur eine einzige Sache an, ja? Und spezialisierst dich auch da wieder. Ne? Wir haben ja in dem Video für Grafikdesign schon darüber gesprochen. Ich verlinke das hier mal. Besser, du beschränkst dich wirklich auf eine Sache. Du sagst, ich möchte Einladungskarten erstellen, prima, go for it. Oder du möchtest Lightroom-Presets erstellen, super, mach das. Die Sachen haben Potenzial, die Sachen funktionieren, vor allen Dingen, wenn sich deine Produkte ein wenig herauskristallisieren. Dann sind digitale Produkte toll und dann kann man damit auch gutes Geld verdienen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, abonniere unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und klick auf den Like-Button. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.